Hallo liebe Community, hier ist mal wieder euer Chrissy und es geht weiter mit der PrintNC V4. Heute wollen wir uns mal angucken, wie wir in die oder aus der PrintNC V4 die ganzen Sachen rausbekommen, die wir so brauchen. Ja, ich habe ja gesagt, wir brauchen die 3D-Druckteile und wir brauchen die BOM. Ja, und da ist eben die Frage, wie kriegen wir die da raus? Ist im Prinzip ganz einfach. Wir gehen erstmal auf den Discord, ja, und zwar von der PrintNC. Ich zeige euch das mal hier. Hier ist mein Discord. Und hier findet ihr unter PrintNC V4, wenn ihr dann auf dem PrintNC Discord seid, hier unter PrintNC V4 findet ihr hier die PrintNC V4 Files. Ja. Hier ist auf jeden Fall auch nochmal wichtig zu gucken. Wir haben hier auf der Seite, haben wir jetzt zum Beispiel das Enclosure, also die Elektrobox. Und wenn wir hier ein bisschen weiter hochgehen, dann sehen wir hier gibt es dann die PrintNC Metal Cutter, das ist erstmal soweit in Ordnung, da müsst ihr aber aufpassen, das wird nämlich gerade geändert mit dieser anderen Halterung hier und wenn ihr die nicht habt, dann müsst ihr die ältere Version nehmen, hier die 30. Ja, wenn ihr 31 oder sowas nehmt, die Previews hier, das ist nur für die, wenn ihr diese andere Spindelklammer habt. Ja, die habe ich aber nicht, deswegen kann ich hier nur die 30 nehmen. Und wenn wir jetzt hier weiter hochscrollen, da finden wir hier den BOM-Generator. Ja, das heißt, wir gehen jetzt mal auf die Webseite. Und wir finden dann hier den BOM-Generator. Das ist hier ein Python-Skript. Ja, da könnt ihr also hier oben auf Code gehen, geht auf Download ZIP, dann packt er das aus und hier steht auch, wie man das verwenden muss. Ja, aber das zeige ich euch jetzt gleich nochmal. Ja, so, also, das heißt, dieses Python-Skript hier müsst ihr euch runterladen. Ihr könnt das auch anklicken, könnt hier alles markieren und könnt euch das kopieren. Ja, also man kann hier STRG A drücken, dann Rechtsklick, dann sagt man hier kopieren. So, jetzt hat man den Code im Prinzip draußen. Jetzt starten wir unser Fusion und in unserem Fusion hier unter Dienstprogramme, ne, meins sieht ein bisschen anders aus, ist nicht schlimm, aber es ist an der gleichen Stelle bei eurem Fusion, unter Dienstprogramme, Zusatzmodule, Skripte und Zusatzmodule. So, und hier erstellt ihr jetzt ein neues Skript und zwar bei meine Skripte. Ja, erstellen wir uns jetzt ein Skript. Wir sagen, das ist ein Python-Skript. Wir nennen das jetzt mal, ich mache jetzt mal hier BOM 2, so. Und hier unten seht ihr, wo der Datenspeicherort ist. Das ist jetzt erstmal noch nicht wichtig, aber ihr seht schon mal, wo der ist. So, und jetzt drücken wir Erstellen. So, jetzt haben wir dieses BOM-Skript, das nennt sich BOM 2 und jetzt können wir hier rechts draufklicken, den Dateispeicherort öffnen und jetzt öffnet der hier den Ort, wo das ist. Und hier ist das BOM 2 Python-Skript und dieses BOM 2 Python-Skript klicken wir rechts an und sagen zum Beispiel im Editor bearbeiten. Ich mache das immer, öffnen mit Notepad++, ja, dann ist das jetzt hier geöffnet und ich habe das im Prinzip hier drin. So, jetzt löschen wir hier alles raus und drücken STRG V und damit haben wir das Skript, was wir gerade rauskopiert haben aus dem GitHub hier drin. Wir drücken dann noch Speichern und damit ist das BOM-Skript im Prinzip fertig. So. Was jetzt als nächstes passiert ist, dass wir das BOM-Skript starten müssen in Fusion. Das heißt, wir haben das jetzt hier eingepackt, reingestellt. Jetzt drücken wir auf BOM 2, sagen wir erstellen. Ach Quatsch, nicht erstellen, ich bin ja bescheuert. Wir sagen auf ausführen. So, jetzt führt er das aus. Jetzt kommt hier eine Frage. Ja, wo willst du das hinspeichern? Ich speichere das jetzt mal hier hin. BOM 2, sage ich jetzt mal. Ne? Das ist ja hier mein Fräsordner. Ihr seht es hier. Und drücke ich auf Speichern. Und jetzt sagt er hat diese CSV exportiert, BOM 2. Das ist schon mal das, was wir wollen. So, jetzt gehen wir mal auf unsere Fräse. Und hier gibt es jetzt eine Datei, die heißt BOM2CSV. Und da müsst ihr jetzt ein bisschen aufpassen. Die dürft ihr nicht einfach doppelklicken. Was ihr jetzt machen könnt, ist, ihr könnt Excel laden. Ja, Mensch, Excel. Ja. Ich habe jetzt, weiß ich nicht, 2019 oder irgendwas habe ich, keine Ahnung, ich weiß es nicht mehr. So, das ist mein Excel. Und jetzt sage ich einfach, ich möchte eine leere Arbeitsmappe machen. So, jetzt habe ich eine leere Arbeitsmappe. Und jetzt gehe ich hier unter Einfügen. Und dann gehe ich unter, nee, nicht einfügen, unter Daten, genau. Und dann aus Text CSV. Da klicken wir drauf. So, jetzt geht hier irgendwie das Fenster auf irgendwann, wenn mein Rechner mal klarkommt. Jetzt gehen wir hier auf die Fräse und jetzt laden wir hier das BOM 2 Skript. Und ja, bitte warten Sie. Ja, alles klar. Und wir drücken auf Laden.
Und jetzt erscheint hier unsere BOM. Ja, jetzt haben wir, ich kann ja mit gedrückter Steuerungstaste und dem Mausrad können wir das jetzt ein bisschen größer scrollen. Und da sehen wir jetzt, was wir brauchen. Da sehen wir, welche Schrauben wir brauchen, welche Längen wir für die Frames brauchen. Wir sehen unsere Rail-Längen, wir sehen unsere Ball-Screws. Das ist ja schon mal geil, wie ich finde. Ja, also damit wissen wir also erstmal, was wir bestellen müssen. Hier sind dann noch die entsprechenden Winkel. Ja, diese Brace. Brace ist ein Winkel und dieser Angle, das ist auch ein Winkel. Die habe ich euch schon mal gezeigt, oder? Habe ich euch die schon gezeigt? Ne, die habe ich euch noch nicht gezeigt. Wartet mal, ich hole die mal kurz, dann zeige ich euch die mal. So, ich bin wieder da. Hier haben wir die beiden Winkel. Das sind die beiden äußeren Winkel, sage ich mal. Ja, die zeige ich euch gleich nochmal im Plan. Und hier ist der große Winkel für Z. Ja, Aluminium. Ja, in dem Fall 6 mm stark. Und der muss auch 6 mm stark sein. Und wir gucken jetzt mal hier rein. Ich packe es mal an die Seite. Wenn wir jetzt in die Print-NC gucken, dann haben wir hier einen Winkel. Wir haben hier auf der anderen Seite einen Winkel. Da ist er. Und der, den ich euch gerade gezeigt habe, der große, der sitzt hier unten drunter. Ja, also da seht ihr schon, da sind die entsprechenden 3 Winkel, die wir brauchen. Und so habe ich die dann auch bestellt. Und wenn ihr eben nicht wisst, welche Maße die haben, könnt ihr die, wie gesagt, ganz einfach messen. Ja, ihr nehmt einfach wieder das Tool. Ihr geht hier vorne auf Volumenkörper, geht hier auf Prüfen und dann messt ihr einfach von dieser Kante bis zu dieser Kante. Das sind 50. Ja, und ihr könnt einfach die I-Taste drücken, weil I ist zum Messen. Und jetzt messen wir von hier, von der Kante zu der Kante, das sind 100 mm, auch okay, haben wir 100 mal 50. Und was wir dann noch brauchen, jetzt hat sich das wieder so komisch gedreht, das ist die Breite, das heißt, wir messen dann von hier bis da, das sind 150 mm. Und genau so, ja, wie ihr das da seht, so hat der Chrissy sich die Winkel auch fertigen lassen, die sind auch schön entgratet. Also da gibt es keinerlei Probleme, die brauche ich jetzt nicht selber rausschneiden, das haben die auf einer großen Säge geschnitten, ja. Ist ein bisschen größer, weil diesen Winkel, den ich brauchte, gab es nicht in der Größe. Also hier der 80er hier, der ist ein bisschen größer geworden, ja, der steht oben ein bisschen hoch, aber das ist prinzipiell völlig egal, ja. Ich kann den hier oben dann nochmal um einen Zentimeter kürzen und dann ist der auch wieder so, wie er sein soll. Ja, also nur, dass ihr es mal gesehen habt. Mit dem STL-Geschichten geht das genauso. Ja, ich habe ja hier im Fräsordner, habe ich ja hier meinen Print-STL-Ordner. Da sind halt alle gedruckten Teile drin oder die gedruckt werden müssen. Und die funktionieren im Prinzip ganz genauso. Ja, da gucken wir hier im Print-NC V4. Das war ja der BOM-Generator hier. Und wenn wir weiter hochscrollen, hier irgendwann, dieses STL-Export-Skript sollte auch für die 4030 funktionieren. Das ist ja das, was wir im Prinzip verwenden. Hier bitte nicht einfach die Datei hier so rauskopieren und hier über mehr anzeigen. Das ist nicht die komplette Datei. Ladet euch die runter. Ja, hier runterladen, auf den Computer packen. So, dann haben wir hier die Print-NC Export PY. Die einfach rechtsklicken, öffnen, wieder hier alles markieren. Ja, also in dem Fall hier drinnen jetzt alles markieren. Und dann macht ihr das ganz genauso, ja. Ihr geht hier in Fusion rein, ihr sagt hier oben unter Dienstprogramme, Zusatzmodule, Skripte und Zusatzmodule, legt ihr hier quasi ein Dings an, das heißt Export Printer. Jetzt weiß ich nicht, warum es jetzt gerade ausgegangen ist, aber wahrscheinlich hängt es hier gerade ein bisschen. Ja, ach so, jetzt geht Visual Code Studio auf, na, das ist ja Quark, das brauchen wir ja nicht. Jedenfalls könnte man jetzt hier zum Beispiel gucken, wo liegt das? Export Printer, machen wir Dateispeicherort öffnen. Ja, wie gesagt, ihr habt hier dann eine Datei. Die könnt ihr dann einfach mit Notepad++ aufmachen. Hier kopiert ihr dann alles rein, was ihr gerade hier aus dem Discord rauskopiert habt. Also wie gesagt, aus der Datei. Bitte einmal runterladen. Hier ist nicht alles drin. Ja, ihr seht hier 139 Zeilen verbleibend. Es wird nicht alles angezeigt. Kopiert das dann hier in diese Datei rein, speichert die dann wieder ab. Und dann könnt ihr die ganz normal dann hier aufrufen über Export Printer. Und wenn ihr das getan habt, dann werden eure STL-Dateien hier so entsprechend rausgeschoben. Hier unten das sind andere, die haben damit nichts zu tun. Das sind Sachen, die ich noch zusammengesammelt habe. Das ist hier fürs Flexi-Hall der Rahmen und ein paar Brackets und hier die Vago-Halter und so weiter werden wir ja nicht machen. Wir werden ja nicht mit Vagos arbeiten wahrscheinlich. Ich weiß es noch nicht. Vielleicht, um es euch einfacher zu machen, dass ihr das so nachbauen könnt, wie es im Wiki steht, könnte man es mit Vagos machen. Vagos sind auch nicht schlimm. Also man darf auch Sachen mit Vagos verkabeln. Ja? Also ist ja nicht so, dass wir hier immer Reinklemmen kaufen müssen auf der Hutschiene oder so. Das wäre natürlich
elektrisch besser, aber nicht nötig, ja, für das Projekt. Und wie gesagt, hier haben wir dann, da wir ja 16 Zehner haben, hier haben wir dann unsere entsprechenden Riser und so weiter. Also ich kann euch das mal zeigen. Wenn ich jetzt mal den X-Riser mal aufmache, ich benutze ja Orca Slicer, habe ich ja glaube ich schon mal gesagt, dass ich Orca Slicer verwende, oder? Nein, aber ich nutze Orca Slicer für meinen Drucker. Und hier haben wir dann im Prinzip das Bauteil und das ist jetzt das für X. Das sehen wir daran, dass hier die 2 Löcher an der Seite dran sind und die Einstellungen sind auch ganz einfach. Wir müssen bei der Struktur 4 Wandlinien eingeben und 60% Füllgrad, ja, Fülldichte. Dann wird das Ganze gedruckt und ihr werdet mal gucken, das braucht ewig. Also selbst mit PLA auf meinem Drucker, ich habe ja einen Cobra, Anycubic Cobra, 9 Stunden 36. Ja. Das liegt halt an dem Füllgrad. Ja. Das muss ein harter Block werden aus PLA und dementsprechend, meine Herren, das ist schon ordentlich. Und ihr seht schon, dass die Füllung über 6 Stunden braucht. Ja. Also da kann ich leider nichts kürzer machen. Ich habe mal den Flitzi gefragt. Flitzi hat ja den K1, glaube ich, heißt der, von Quality. Hat er den? Ich glaube ja, diesen Schnelldrucker. Also wenn ich 2 davon drucke, muss ich den ganzen Tag drucken und er könnte es in 11 Stunden, also in der halben Zeit drucken. Also wenn ihr so einen schnellen Drucker habt, dann könnt ihr das vielleicht in 4 oder in 5 Stunden schaffen. Ja, also das ist schon Hardcore. Also wir brauchen im Prinzip 3 Stück davon. Das ist jetzt der für X, weil der hat an der Seite diese Löcher, das habe ich euch ja erzählt, da kommt der Halter dran für Logans Gantry PCB, ja, kommen wir noch zu. Ihr müsst jetzt nicht das X und das Y machen. Also ihr seht, hier sind jetzt Löcher drin. Ja. Wenn ich das jetzt mal rauslösche und hier mal die Y-Version nehme, da seht ihr, es ist genau das gleiche, nur dass hier an der Seite die Löcher fehlen. Also könntet ihr theoretisch auch 2-mal das X oder 3-mal das X drucken. Habt da 2 hier Löcher drin, könnt ihr aber vielleicht noch was dran schrauben oder so. Also die sind gleich. Ja. Die brauchen wir auf jeden Fall. Und wir brauchen dann hier den BF12 Riser. Das ist dann das Endstück hinten. Davon brauchen wir auch 3 Stück. Ja, für jede Achse jeweils einen. Wenn ihr möglicherweise die anderen Halter habt, ja, die manche Leute so verwenden, ich kann euch die mal zeigen. Hier der Kollege aus der Schweiz hat die verwendet. Da sieht man das hier. Hier seht ihr, das sind so eine Stahlhalter. Wenn ihr die verwendet, ja, dann braucht ihr natürlich auch diesen Block. Aber ihr habt diesen senkrechten Block nicht mehr, wo der Motor dran hängt. Ja. Ihr seht das also hier oben nochmal. Der Block ist immer der gleiche. Der kann die Löcher haben, der muss sie aber nicht haben. Das spielt alles überhaupt gar keine Rolle. Ja. Also das kann man so wirklich absolut einfach machen, sage ich mal. Ja. Er hat die Maschine jetzt auch gedreht, was auch möglich ist. Ja. Also er hat jetzt zum Beispiel den Motor auf die Seite geholt, da wo die Chain ist. Ja. Wenn er mal hier in der Zeichnung guckt, da seht ihr das auch. Hier ist es ja auch so. Hier ist der Motor und da ist die Chain. Ja. Und die Motoren sind jetzt hier auf der Seite. Ja. Also, und bei ihm ist das halt genau andersrum, glaube ich, wenn ich jetzt richtig geguckt habe. Ja, also ihr seht es schon, das hat der Kollege hier aus der Schweiz schon ziemlich gut vorbereitet, so, und da seht ihr dann auch nochmal hier, wie die dann hier befestigt sind und so weiter. Und ja, ich bin gespannt, was daraus wird. Ja, am Ende müssen wir das auch so machen, aber selbst wenn ihr, wie gesagt, diesen Block hier verwendet, dann müsst ihr trotzdem diese Dinger hier drucken. Und da ist egal, welche ihr druckt, ihr könnt dann die X oder die Y drucken. Also entweder den oder den, das spielt keine Rolle. Wie gesagt, der hat hier halt so eine schönen Löcher drin an der Seite. Wenn wir die jetzt hier unten zum Beispiel auch hätten, dann könnten wir ja hier vielleicht auch noch irgendwas dran schrauben oder so. Ja? Also, so bekommt ihr die Sachen raus, weil das war wieder eine Frage per E-Mail. Ich wollte darauf eingehen, habe ich aber, glaube ich, noch nicht getan. Wie kriegen wir die 3D-Druckteile raus? Und bei diesen 3D-Druckteilen sind noch viel mehr Sachen drin. Hier gibt es die Kabel-Supports hier für die Cable-Chain hier an der Seite. Dann haben wir hier die Endkappen. Ja, das sind hier diese Endkappen. Die haben wir natürlich auch. Die brauchen wir ja auch, damit da kein Dreck reinkommt. Das sind Logan-Seine. Das ist so ein Gehäuse. Dieses Gehäuse kann man hier oben dann dran schrauben. Da kommen dann unsere Endstops dran. Ja, ich kann euch das nochmal, das habe ich euch, glaube ich, aber schon mal gezeigt. Ne? Ich glaube, ich habe euch das schon mal gezeigt. Das ist Uppercase, Lowercase, ist oben unten ein Bauteil. Ja, da kommt dann hier, wo ist es jetzt? Jetzt Mensch, ey, meine Herren. So, und hier, das ist dann halt dieses Gehäuse, wo dann im Prinzip die Endstops dann reinkommen. Ja, man sieht das hier auch für Werkzeug, Toolhead, Probe, A-Achse, Z-Achse, X, Y, A ist die zweite Y-Achse, ne? Ist da ja. Also,
Das müssen wir auch alles noch drucken und da könnt ihr dann eigentlich im Prinzip schon loslegen und könnt das alles schon mal drucken, was ihr so eben drucken könnt. Alles kann aus PLA gedruckt werden, außer dieser Halter hier, dieser Halter, dann hier drüben auf dieser Seite, dieser Halter und hier oben der hier, die müssen alle aus PETG gedruckt werden und der hier natürlich auch, ja, klar. Also dreimal diesen Halter drucken in PETG plus hier oben Z-PETG drucken, weil wir eben, wie gesagt, hier Hitze erwarten und damit das eben nicht kaputt geht, muss das in PETG gedruckt werden. Wenn ihr natürlich diese Metallhalterungen hier habt, dann braucht ihr das natürlich nicht drucken, dann braucht ihr nur den Riser drucken, ja. Aber da sei nochmal gesagt, diese Dinger hier sind richtig teuer. Ja, also da kostet einer ungefähr 20 Euro. Wie gesagt, wir brauchen 1, 2, 3 und hier oben hat er, glaube ich, auch einen drauf, wenn ich mich nicht irre. Ja, hier oben hat er auch einen drauf, das ist aber ein anderer Typ, ja. Dann sind das 4. Also das ist schon nicht ohne, muss man sich halt überlegen, ja, ob man sich die kaufen will. Das sind dann auch nochmal 200 Euro, naja, nicht ganz 100 Euro, nur für diese Metallhalter hier, ja. Aber gut, das soll es gewesen sein. Ihr wisst jetzt, wie ihr die Sachen aus dem Fusion rausbekommt. Ihr habt eure BOM und ihr habt eure STL-Dateien und könnt dann anfangen mit Drucken. Wie gesagt, die normalen Teile könnt ihr normal drucken, aber das, was aushalten muss, die würde ich schön rigid drucken mit vielen Wandlinien und viel Füllung, ja, weil hier ist dann Zug drauf, auch auf dem Teil hier, da ist Zug drauf nachher, ja, da sollte man schon das so stabil wie möglich bauen, also so stabil wie möglich auch drucken am Ende, ja, also ich werde das hier auch in PETG drucken, wobei PLA zäher ist, also PLA wäre da wahrscheinlich die bessere Wahl, ja, das ist ja nicht temperaturempfindlich hier. Und PLA ist tatsächlich halt mehr aus als PETG. Ich war immer der Meinung, es ist andersrum, aber ist nicht so. Juti, das war's. Wir sehen uns im nächsten Video. Auf Wiedersehen. Tschüssikowski, bis dann Manski, sagt euer Chrissy Schnissi. So, Kommentar schreiben und abonnieren nicht vergessen. Mann, ey, das vergesst schon mal zu sagen. Deswegen abonniert ihr auch immer nicht, weil ich das immer vergesse zu sagen. Ich erinnere euch dran. Abonnieren.